Liebes Tagebuch, es ist der 20. Februar 2021, aber das spielt keine Rolle mehr. Zeit und Raum haben an Bedeutung verloren. Die Quarantäne hält weiter an. Von Wochen war die Rede, jetzt sind es Monate und bald ist es schon ein Jahr. Ich habe heute mal unsere Vorräte gezählt. Es fehlt an nichts. Alle anfänglichen Sorgen sind längst verflogen und der Ungeduld gewichen. Heute hält Angela Merkel eine Ansprache. Die ganze WG wartet schon gespannt darauf. Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen bleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet. Das sind die Dinge, die wichtig sind, dass sie weiter von den Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen werden könnten. Zum Beispiel Besuch einmal am Tag für eine Stunde, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren und vor allen Dingen nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen. Frau Bundeskanzlerin, das sind gravierende Einschnitte, die heute von Bund und Ländern beschlossen worden sind. Wie lange kann eine freiheitliche Gesellschaft und Politik sowas durchhalten? Wir wollen garantieren, dass die medizinische Versorgung gewährleistet werden kann, dass die Energieversorgung gewährleistet ist. Was? There has been a massive power outage. A colossal and history-making blackout. People trapped in elevators and Die buildings. Notstromaggregate fallen immer wieder aus und mit ihnen die Beatmungsgeräte. Das Wasser läuft nicht mehr, der Zahlungsverkehr bricht zusammen. Surgery moved outside at Brooklyn Jewish Hospital to utilize car batteries as backup Der power. Treibstoff wird Da knapp. brachten Polizei, Retter, Feuerwehr die gesamte Nacht damit, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Staus mit einer Länge von 7000 Kilometern allein auf den deutschen Autobahnen. Millions and millions of people were caught by surprise when the electrical grid suddenly But the cracked. tired, the poor, the huddled masses she beckoned soon became restless, agitated, and violent. Fahrräder, Autos, Häuser. Und es geht in Flammen auf. The blackout was a tipping point in sweltering, poverty-stricken neighborhoods. It shut down 100 power plants. For the second night in a row, the lights were turned off. Spread of the coronavirus, COVID-19, has been a major shock. According to AFP, more than 4.4 million people around the world have died from COVID-19. Because the people, they were desperate. I mean, they were very desperate. Millionen Menschen ohne Einkommen. Die Polizei bewacht nun auch Supermärkte vor Plünderung. Mais la détermination des Gilets jaunes à faire plier le gouvernement. The subway system was down. To go straight home. Some protests turned into riots. State of emergency has been declared. And the National Guard moves in. Nous sommes en guerre. Wir sind im Krieg. They shut down the freeway to an extent with a protest. Stepping onto the highways, traffic blocked. Die Straßen blockiert, Sie alle wollen hier weg, Containerautos raus aus der Stadt, raus. Für die Evakuierung der neuen Corona-Infizierten. So people are fleeing to the deserts and mountains. Exodus. To escape this current Corona apocalypse. Von Menschen, die sich in Bewegung setzen. Cases are continuing to surge in the U.S. and some European countries. You literally cannot mandate somebody to wear a mask. They're gonna scan everybody. We gotta get scanned. Warlords take over most parts of the USA and East Europe. It is 100 seconds to midnight. Famine, earthquakes, signs in the heavens. The signs of the last days. It's happening all over the globe, and it's something that should cause people. Es ist ein riesiger Heuschreckenschwarm. We will not win this fight with guns. It's not gonna happen. People have just totally taken over. You want more of your people to die? Demonstration will stop mob violence. The wave of violence has now washed across 20. Panzer schossen auf das Parlamentsgebäude. Security forces opened fire on the protesters. Thousands of protesters determined to force their way to the country's parliament building. ABC News confirms President Trump was briefly rushed to an underground bunker. This on Friday as protesters tried to climb over barriers outside the White House. Berlin. Es war ein ungeheures Fanal.
Nach langen Widerstandskämpfen ging gestern das Stadtschloss in Flammen auf. An der Brandstelle wurden regierungsnahe Anhänger der Bill und Melinda Gates Foundation ausgemacht. Daraufhin wurde Angela Merkel in ihrem Haus am Kupfergraben von der Polizei gestellt. Heute Morgen, Tageszeit 11:30 Uhr, wurde in einer Eilsitzung Xavier Naidoo zum deutschen Bundespräsidenten und Kanzler ausgerufen. Wie Leute von nebenan, die neuen deutschen Minister. Ganz normale Menschen mit ihren Sorgen und Freuden, mit kleinen Eitelkeiten. In einer ersten Amtshandlung wurde ein Verbot der 5G-Masten sowie die Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bekannt gegeben. Des Weiteren werden der Altregierung nahestehende Krankenhäuser geschlossen und die Forschung nach dem sogenannten Impfstoff wird mit sofortiger Wirkung eingestellt. Ich freue mich, Sie von nun an als einziger Pressesprecher der neuen Bundesregierung begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Ken Jebsen. Ach du Scheiße. Okay, Freunde. Alles rot eingemalte sind die stark infizierten Gebiete. Tja, da bleibt nicht mehr viel übrig. Vieles nicht mehr, nein. Eigentlich können wir nur noch hier hin. Mensch, wir müssen weg hier, Leute. Und, was meint ihr? Ein Ende des Chaos war nicht in Sicht. In den Städten war es nun nicht mehr sicher. Und den meisten blieb nur die Flucht aufs Land. Mit dem letzten Zug verließen wir Berlin. Wir mussten uns durchschlagen. Für einen Neubeginn. Für ein neues Leben. In Afrika. Da waren wir also. Um uns herum brannten die Städte. Und hier gab es nur uns und den Wald. Alles roch nach nasser Erde. Und als der Regen durch die Mütze drang, da fiel mir ein altes japanisches Wort ein. Shinrin-yoku. Waldbaden. So, gönnt er sich. Irgendwelche komischen Bären? Die sind locker geil. Und jeder Schritt war plötzlich Salbe auf den Schläfen. Und jeder Tropfen schmeckte nach Brombeeren. Brandenburg, der unnötigste Fleck Erde, den Gott je geschaffen hatte, war nun zur stillen Insel in meinem Herzen geworden. Brandenburg wird also noch wachsen. Die nennt man auch Blair Witch. Soweit die Füße tragen. Muss ich das anfühlen, wenn man den Nanga Parbat besteigt? Den was? Den Nanga Parbat oder den K2 oder Mount Everest. Ja, ich glaube. Mount Everest ist ja nicht so viele Kilometer. Das sind ja nur 8. Das stimmt. Sind heute schon mehr gelaufen. Schritter, wie lange noch? Da vorne war noch auf dem Schild 6 Kilometer. Ja, Stunde noch. So kam der erste Tag zu seinem Ende. Die Situation war viel schlimmer als gedacht. Verlassene Straßen und Häuser, wohin man blickte. Nur in Eberswalde trafen wir noch ein paar hilfsbereite Überlebende. Wie spät? Bis
schon wieder ein bisschen spät, keine Ahnung, was wird jetzt sein? 11:45 oder so? Nee, Digga, ist 1 Uhr. 1 Uhr, frag mal. Ja, eben. Ja, 1 Uhr ist die klassische Zeit bei uns. Das ist eine heilige Zahl. Hier haben wir genächtigt, oder? Wo hast du geschlafen? Auf dem Boden, ne? Ich hatte dieses wunderbare Utensil dabei. Soll ich noch dabei in Bar gerade? Geld? Ja. Gar nichts, 2 Euro. Ritter, was ist das für Bären? Stachelbeeren. Doch, wirklich. Ich glaube, es gab hier mal einen Überlebenden, der versucht hat, hier Funkstationen zu bauen. Wer ist der Ort hier? Sandkrug. Sandkrug, was hast du hier zu sagen hier über diesen Ort? Es gibt sehr viel Sand und die Krüge habe ich halt noch nicht gesehen. Aber habe ich auch nicht gesehen. So Freunde, hier haben andere Wanderer eine sogenannte Vogelfalle aufgestellt. Die Vögel werden hier angelockt durch die Körner. Ach, wir können eigentlich ein paar davon mitnehmen. So hatten wir es am Ende des 2. Tages, also immerhin endlich nach Sandkrug geschafft. Ein unheilvoller Ort, denn im hiesigen Wald verloren wir unseren Freund Simon. Doch das sollte sich schon bald als das kleinere Übel herausstellen. Wir sind jetzt hier in den nächsten Ort gekommen. Genau. Aber er ist komplett verlassen, so wie es aussieht. Ja. Es ist nur fluchtartig. verlassene Häuser. Es ist alles verlassen. Es gibt hier nur noch leere Häuser. Warum ist hier auf einmal eine Brücke, man mitten im Nirgendwo? So Freunde, die beste Zeit um das Lager aufzuschlagen. Auf jeden Fall schon regnet. Mitten in der Nacht und dann auch wenn es regnet. Welcome to my crib. It's the fucking woods. Auf jeden Fall eine nice Stelle, wo man gleich noch ein Feuer machen kann. Können wir die gesammelten Beeren essen. Seit vielen Stunden versuchen wir dieses Zelt aufzubauen und sind irgendwie zu dumm dafür. Schon gibt es eine einfache Methode. Jetzt brauchen wir Plan B. Wir sind literally in the middle of fucking nowhere. Ich hoffe, dass wir irgendein verlassenes Haus oder so finden. Irgendeine Brücke oder so, dass wir unter der Brücke chillen können. Weil ansonsten sehe ich düster, Mensch. Die Schilder. Das ist unser Ende, Mann. Das ist einfach unser Ende. Hier, der Weg hört auf. Ende. Das ist echt Ende. Ja, das ist ein Schmetterling. Ja, so lang, Alter. What the fuck, Alter, nice. Ein Hoffnungsschimmer. We need try mal. Klopf mal erstmal. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und wenn nicht, dann pennen wir unter dem Bauwagen so. Besser als nichts, Mann. Hier ist trocken. Ist ja nur noch geil. Das ist der fucking Jackpot. Alter, besser geht es nicht. Das ist einfach eine fucking Hütte. Alter, wie lucky kann man sein? Es gibt hier eine Feuerstelle. Und einfach leuchte mal bitte hin, was wir hier gerade gefunden haben. Hier ist einfach viel Holz. Einfach viel zu geil. Da dampft er, ey, Junge. Jetzt wird gekocht. Steht der Tier direkt hier ruf. Erstmal natürlich, wir machen hier eine Suppe. Oh fuck. Die ganzen Sachen, die wir über den Tag über gesammelt haben, die kommen jetzt alle da rein. Pilz rein in die Suppe. Diese Beeren hier, die blauen Beeren, alles da rein. Schaut schon sehr appetitlich aus, auf jeden Fall. Ja, mit den beiden Pilzen da, ist lecker. Vom Geschmack her? Sehr gut. Echt? Also vielleicht ist es der Situation geschuldet, aber sowas Geiles habe ich noch nie gegessen.
either stood still or moved slowly compared with the speed of light. So, guten Morgen, Freunde. Das Feuer hat jetzt hier die ganze Nacht gebrannt. Wir machen jetzt erstmal ein kleines Frühstück. Dafür gehe ich mir jetzt hier im Wald ein bisschen Wasser holen. Wir haben nämlich über Nacht ein bisschen Regenwasser aufgesammelt. Damit machen wir uns jetzt den eigenen Kaffee. So. Unser selbstgemachter Kaffee. Es folgt erneut die japanische Kaffeezeremonie. Der erholsame Schlaf half uns, den Verlust unseres Freundes zu verarbeiten. Zeit heilt wirklich alle Wunden. Afrika war nun nicht mehr weit und ein Gewaltmarsch stand uns bevor. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Beeren verloren und hier liegt jede Menge Kot von irgendwelchen Tieren jetzt rum. Schafe oder so haben das jetzt hier gegessen. Also scheinbar ist das doch genießbar. Und das Rebhühner? Was meinst du, Mini? Das sind die Schreie der Seelen. Ein verlassenes Dorf nach dem anderen hier. Guck mal die ganzen verlassenen Häuser hier an, Freunde. Hier auch mal eine Küche. Alles sehr verlassen aus, Freunde. Das sieht sehr gut erhalten aus. Moosbewachsener Sneakers. Ist auch bitter nötig. Nein! Wegen Winter, wa? Ja, das haben sie abgedreht zum Sprengen. Fuck, Alter, die Wichser. Schon geil hier, Mann. Schon schön. Ja, Spuren-Tracking. Wutsche. Das sind Rehspuren. Die Rehe sind hier lang gelaufen. Oh, hungry ghosts in the land of milk and honey. There's people so damn poor, they harvest their money. Oh, hungry ghosts in the land of milk and honey. Of milk and honey. Noch andere Spuren? Das könnten Affen sein. Mann, die Welt ist voller Stäbe und die Welt ist ein Abgrund. Überall, es gibt viel zu viele Wege und alles fliegt in Machtdrei. Überschall an uns vorbei, bye bye. Ei, ei. Wir jagen auch denselben Schatten nach Zahlen auf Papier und in Steinen gemeißelte Träume, die jeden Einzelnen interessieren. Ich frag mich, wieso brauchst du dein Geld in 13 Dezimalstellen und ich geh los mit nur nem Zelt. Brauch mir den Scheiß nicht vorzustellen und hab ich nichts dann, hab ich immer noch, was Nina Simone sagt. Ich brauch kein Face, um die Wunder zu sehen. Bau was du willst, doch der Scheiß wird vergehen. Oh, hungry ghosts in the land of milk and honey. Look, there is people so damn poor, they harvest their money. Oh, hungry ghosts in the land of milk and honey. Of milk and honey. Work. Hier kommst du auch.
weil ich will noch was zu essen. Das Licht? Da hinten brennt Licht, Winnie. Ja, guck mal. Hallo? Hallo? Nichts gefunden, was wir essen könnten. Leider. Another cabin in the woods. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, oder? Was steht hier? Warnung. Oha. Gehen wir lieber mal weiter, oder? Auch immer wichtig, dass man, wenn man in Gewässer reinspringt, vorher nicht prüft, wie tief die sind. Das lernt man beim Seepferdchen. Einfach reinspringen, das ist immer das Beste. So, Sag mal, ich zitter halt. Ja, es ist schon ein bisschen kalt, das ist halt irgendwie 5 Grad oder so, glaube ich. Wir sind ja fucking Februar. Wenn wir schon hungrig ins Bett gehen mussten, dann doch wenigstens sauber. Vielleicht war es doch ein Fehler, meine Sachen zu waschen. Denn in dieser Nacht bin ich in meinem Schlafsack erfroren. Hey, wach auf. Wir müssen weiter. Tja, muss ich ihn wohl zurücklassen. Plötzlich war ich also alleine. Ich hatte meine beiden Freunde verloren. Doch irgendwie war das auch in Ordnung. Zum ersten Mal in meinem Leben wusste ich, was zu tun ist. Ich musste überleben. Afrika, die letzte Enklave der zivilisierten Welt, ist nicht mehr weit weg. Ich muss es schaffen. Für meine Freunde. Nach all den Strapazen haben wir endlich Afrika erreicht. Aber zu welchem Preis?